Pfannkuchen, Freunde, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, muss man nicht der Beste in der schlechtesten Sportart sein oder nicht funkelnde Sterne und Planeten entdecken. Ihnen können einfach riesige Klauen wachsen oder eine mutierte Zwiebel. Heute erzählen wir euch von merkwürdigen Guinness-Büchern. Das könnte euch wirklich schockieren. Macht ihr euch keine Sorgen? Dann lasst uns anfangen. Am 4. Mai 1951 ging Sir Hugh Beaver, der damalige Leiter der Guinness-Brauerei, in den Wexford Club in Irland jagen. Er hatte Zweifel bezüglich des schnellsten Vogels Europas, erkannte dann, es war unmöglich, dies in den Reiseführern zu erfahren. Dann kam ihm der Gedanke, dass so ein Buch populär werden könnte. Die erste Ausgabe des 197 Seiten Guinness-Buchs der Rekorde erschien am 27. August 1955 und zu Weihnachten war es bereits das beliebteste Buch in Großbritannien. Seit der ersten Ausgabe wurden mehr als 400 Millionen Exemplare verkauft. Platz 10. Maximale Distanz A. P. wurde in die Luft gesprengt. Andrea Ortolf wurde in die Luft gesprengt. Pippi. Platz 8. Ein großer Marshmallow-Umhang von der Nase bis zum Mehl. Der große Marshmallow, der aus der Nase kommt und sich von Mehl erhebt, misst 5,46 Meter. Dieser Rekord wurde von Seten Paul Prado und Sofia Rojas während der Aufnahmen für die Guinness-Weltrekorde Gone Wild in Los Angeles am 2. September 2012 aufgestellt. Platz 7. Die höchste Anzahl an Wörtern, die mit der Nase in einer Minute geschrieben werden. Ein Typ namens Mohammed Hossein Khorsheed kann 103 Zeichen in 47 Sekunden schreiben. Und er macht das mit der Nase. Dieser Rekord wurde im Guinness-Buch der Weltrekorde festgehalten. Anstatt zu schreiben, um sich besser auf die Tastatur zu konzentrieren, schloss Mohammed ein Auge. Außerdem waren seine Hände seitlich angehoben. Um sich auf das Rekordsetzen vorzubereiten, trainierte der Mann 6 Stunden am Tag, jeden Tag, über 3 Jahre. Platz 6. Der massivste Pankake-Pile. Die höchste Zahl an Menschen, die gesegelt sind. Pfannkuchen auf Pank-Fragment 890. Das fand an der Universität Sheffield in Sheffield, UK, am 15. Februar 2012 statt. Obwohl über 1500 Leute Interesse an diesem Event zeigten, sind nur 930 tatsächlich erschienen, von denen 40 wegen der Telly feiern mussten. Weil die Teilnehmer selbst fallen werden oder die Pancakes, die sie gemacht haben, oder weil sie die Pancakes nicht rechtzeitig herausbekommen konnten. Platz 5. Ein weiterer Test für den Fahrer. Im Jahr 2005 bestand die 74-jährige koreanische Frau, genannt Cha Sa-sun, beim 10. Versuch die praktische Prüfung. Dann begann der Schmerz. Nach den in Nordkorea geltenden Regeln zum Erwerb eines Führerscheins musste sie den theoretischen Teil bestehen. Auch wir sollten dieser älteren Frau für ihre Beständigkeit danken. Sie kam fast jeden Arbeitstag zur theoretischen Prüfung. Und unglaublich, sie hat es nicht geschafft. Nach mehr als 4.000 Rubel bekam Cha Sa-sun endlich, was sie wollte. Bei ihrem 960. Versuch im Jahr 2009. Man kann sich nur vorstellen, wie sie sich über die Freude gefühlt hat. Platz 4. Ein Typ, der in den meisten Kämpfen war. Viele der Rekorde im Guinness-Buch der Weltrekorde sind völlig und absolut unglaublich. Das sagt, dass die Leute, die sie gesetzt haben, wollen, dass die Kämpfer lange auf ihnen bleiben. Im Jahr 2019 stellte ein chinesischer Kämpfer namens Gao Bi Bingo einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Die Sammlung seines Körpers bestand aus etwa 1.100.000 Kaninchen, die insgesamt wogen 109 Kilogramm. Er wurde über 2000 Mal gestöhnt und seine Temperatur stieg auf über 140 Grad Fahrenheit. Kannst du das glauben? 3. Platz. Eine große, gute Familie. Genetische Hypertrichose ist eine sehr seltene Hautkrankheit, die übermäßiges Haarwachstum auf mehr als 98% des männlichen Körpers verursacht, mit Ausnahme von Fingern und Fußsohlen, und unzureichendes Haarwachstum bei Frauen.
4 Teilnehmer aus 19 mexikanischen Familien, die 5 Generationen repräsentieren, waren alle von der Krankheit betroffen. 2. Platz. Michel Lotito hat einen ganzen Flugzeug gegessen. Das Ganze begann vor vielen Jahren, als der kleine Typ namens Michel vor allen anderen auf einen Teppich biss und ihn aß. Er war so fasziniert von dem Prozess, dass es zu einem normalen Bestandteil seiner Ernährung wurde. Dann begann Michel damit zu experimentieren, also fing er an. Es gibt metallische Objekte. Zu seiner Zeit Lotito. Er hat fast 2 Dutzend Fahrräder, ebenso viele Einkaufswagen, 7 Fernseher, 6 Lampen, ein paar Betten, Skier, einen Computer und ein ganzes Cessna 150 Flugzeug konsumiert. Michel ist ins Guinness-Buch gekommen für seine verrückte Diät. Wie er sagte, beruhigt ihn weiche Nahrung. Er hatte nie irgendwelche diagnostischen Probleme. Lotito hat fast 10 Tonnen Metall gegessen. Im Jahr 2007 starb ein ungewöhnlicher Rekordhalter an einem Herzinfarkt. Er war 57 Jahre alt. Und schließlich geht der erste Platz an Justice Smith, der den stärksten Kick ins Hals gezeigt hat. Der Fox Sports Channel hat einmal beschlossen, eine Art wissenschaftliches Experiment durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden der Kampfkünstler Roy Kirby und der berühmte Athlet Justice Smith eingeladen, an dem Programm teilzunehmen. Letzterer musste den Ersteren mit aller Kraft in die Leiste treten. Es ist nicht bekannt, ob ähnliche Leistungen zuvor aufgezeichnet wurden, aber in diesem Fall betrug die Kraft des Schlages 77 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das Bein war bei 35 Kilometern pro Stunde in Bewegung. Kirby hingegen hat den Effekt abgewehrt, ohne auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Wie sich herausstellte, bekam er während seiner Übungen regelmäßig Schläge in diese Zone. Und alles wird bis zu dem Punkt abgewehrt, an dem nur die Nervenenden etwa 10% des Schmerzes zeigen, den ein untrainierter Mensch empfinden würde. Schreibt in die Kommentare, welcher Rekord euch am meisten beeindruckt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, um keine neuen interessanten Videos zu verpassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis bald. Pfannkuchen, Leute!